Moin Moin, Moin Moin, wir sind Steven ich bin Vicky. und das ist unser Van. Wir haben ein Fenster eingebaut hier vorne und ansonsten haben wir noch eine Dachluke und das war's an Fenstern. Aber das gefällt uns ganz gut, weil ja, da braucht man nicht so viel abdunkeln. Wir finden es ganz gemütlich, in so einer kleinen Höhle zu schlafen und Licht haben wir genug von vorne und auch von der Seite, also uns reicht das völlig. Auch von oben zum Arbeiten. So, dann zeige ich euch als erstes mal unseren Wassertank, 60 Liter zum Abwaschen, Wasser und auch zum Duschen. Also hier ist unser Wasserhahn. Den kann man auch umfunktionieren als Außendusche. Ist nicht so weit nach draußen, aber es reicht, um sich hier draußen mal eben abzuduschen. Momentan noch kaltes Wasser, aber wir wollen dann noch einen Boiler einbauen und dann wird das auch warm. Das ist sehr praktisch dann, wenn wir in Spanien oder Portugal surfen gehen. Da ist das Wasser teilweise 14 Grad kalt und dann mit kaltem Wasser noch abduschen. Das macht auch nicht so viel Spaß. Vicky hatte schon immer früher das Bedürfnis, reisen zu wollen und wollte das auch mal für längere Zeit ausprobieren, also so 3 Monate mit Rucksack rumreisen. Und ich fand das damals jetzt noch nicht so spannend, aber Vicky hatte nach dem Studium einen guten Job bei Blaupunkt und hat gutes Geld verdient, ein bisschen was angespart. Ich glaube damals 10.000 Euro oder so. Und dann hat sie mich quasi mit eingeladen. Ich brauchte bloß meine Flüge zu finanzieren. Viel mehr Geld hatte ich damals auch nicht. Und dann sind wir 2007 zum ersten Mal 3 Monate los, so mit Rucksack. Da war noch mal sowas im Raum, dass wir eventuell danach 1, 2 Jahre auf die Kanaren gehen oder so. Deswegen haben wir unsere Wohnung gekündigt 2007, alles verkauft und verschenkt, was wir hatten. Wir hatten am Ende nur noch jeder einen Rucksack. Ja. Und sind dann nach Neuseeland, Australien und Thailand gegangen, jeweils einen Monat. Low Budget mit Rucksack. In Neuseeland sind wir nur getrennt, haben gezeltet und so. In Australien hatten wir so einen alten Bus gemietet. Ja, und Thailand war ja sowieso günstig. Ja, anfangs wussten wir halt nicht, ist das was für uns? 3 Monate weg. Was passiert, wenn man nach 2 Wochen wieder nach Hause möchte oder so? Das wollten wir halt ausprobieren und ja, das hat uns sofort infiziert. Also das Reisefieber hat uns sofort gepackt und wussten, das ist das, was wir auch in Zukunft machen wollen. Kommen wir doch erstmal hier in diesen Bereich. Wir haben uns 2 Drehsitze geleistet, was wirklich den Raum erheblich größer macht. Und man hat ein ganz anderes Raumgefühl und es ist gemütlich zugleich. Man kann sich da hinsetzen, Beinchen hochlegen und so weiter und so fort. Dann haben wir hier einen Tisch, den kann man auch runterklappen, indem man den Fuß hier abschraubt und nach unten klappt. Hier haben wir noch so einen Campingtisch, den für außen, wenn man das mal benötigt. Zum Arbeiten ist das völlig ausreichend. Wie gesagt, hier oben kommt genug Licht rein, damit man auch was sieht. Ja, wir haben hier noch 2 Körbchen für Krimskrams, aber wir brauchen gar nicht so viel. Wir haben gemerkt, wir kommen mit ganz wenig klar und der Steven hat hier auch noch so eine schöne Ablage gebaut. Höher als diese Ablagen, was auch uns dann noch die Möglichkeit gibt, hier auch noch Sachen zu verstauen. Und diesen Stauraum nutzen wir dann. Ja, wir haben ja so kleine Kisten reingelegt. Da kann man dann halt auch Krimskram verstauen. Und das geht noch ein bisschen tiefer rein. Also das ist richtig praktisch. Wir haben da Handtücher, wir haben Decken, draußen sitzen oder wenn es ein kalt ist. Ja, das ist richtig super. Und wir haben so eine alte Gardinenstange von meinen Eltern genommen, hier reingesetzt, was auch gleich als Rutschschutz
dient beim Fahren. Dann haben wir hier noch einen Vorhang genäht. Zack. Kann man auch mal schnell zumachen, wenn man sich umzieht oder mal auf die Toilette geht. Ja, mit dem Auswandern haben wir es dann aus persönlichen Gründen sein lassen. Wir haben uns dann 2007, als wir im Sommer zurückkamen, eine Wohnung gesucht und uns zusammen selbstständig gemacht. Genau, wir wollten frei und unabhängig sein, um auch zu sagen, wir können reisen gehen, wenn wir möchten und wenn wir genug Geld haben. Also das erste Jahr war natürlich Hart. im Vordergrund erstmal arbeiten. Wir machen halt Webdesign und muss man sich erstmal einen Kundenstamm aufbauen. Aber dann nach 2 Jahren waren wir so weit, dass wir schon wieder ein bisschen was angespart haben und wieder los wollten. Und hatten dann aber auch schon einen kleinen Kundenkreis und wir wollten wieder 3 Monate weg. Diesmal war es Mittelamerika und Südamerika. Und dann haben wir uns gedacht, okay, kaufen wir uns einen Laptop und nehmen den mit und können dann auf dringende Kundenwünsche auch von unterwegs reagieren. Ja, und haben das dann auch so gemacht. Und ja, das funktionierte wunderbar und die nächsten Jahre liefen eigentlich immer nur so ab. Wir kamen zurück nach Deutschland, haben gearbeitet, bis wir wieder das Geld zusammen hatten, um wieder loszuziehen. Wir haben nie mehr gearbeitet, um groß irgendwie was anzusparen oder irgendwas Großes zu kaufen oder so, sondern das ganze Geld ging immer sofort wieder an Reisen. Wir haben unsere Wohnung untervermietet, damit haben wir uns ja die Mietausgaben auch eingespart. Also das machen wir immer noch so. Das machen wir immer noch so. Immer unsere Wohnung untervermieten. Anfänglich war das halt mehr Urlaub, diese Zeit. Wir haben das auch nur alle 2 Jahre geschafft, dass wir das Geld zusammen hatten. Und seit 2013 konnten wir das dann jährlich realisieren. Und es wurde immer mehr zu einem Work and Travel. Also wir haben von unterwegs immer mehr gearbeitet und dafür sind wir immer länger geblieben. Und mittlerweile ist es so, dass wir jeden Winter eigentlich 5, 6 Monate reisen und fast ganz normal weiterarbeiten, wie wir es hier zu Hause tun, wenn wir in der Wohnung leben. Wobei man sagen muss, dass sich unser Reisekonzept hat sich etwas verschoben. Also ja, jetzt geht es eigentlich immer fast nur noch zu guten Spots, wo wir auch surfen gehen können. Genau, und da bleiben wir dann meist so 2, 3 Wochen, haben dann da unsere Homebase, arbeiten und leben von da aus. Da haben wir hier eine Trockentrenntoilette. Da gibt es ja solche Einsätze, die man kaufen kann. Habe ich hier einfach so einen Einsatz reingebaut. Da geht halt ein Schlauch direkt runter in den Abwassertank. Somit haben wir hier keinen Urinkanister, der irgendwie überlaufen kann oder den man ständig ausleeren muss. Das war uns sehr wichtig. Wir haben hier noch so eine kleine Ablagefläche. Warum diese Ablagefläche hier ist, das erklärt dann Steven. Und zwar, wenn wir nach hinten gehen. Die ist aber auch praktisch für die Körbchen und man kann auch mal was abstellen. Und dann haben wir hier auch noch eine größere Ablage, wenn man mal was schnippelt. Und der andere kann sich aber hier dazustellen und auch kochen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Arbeitsfläche, auch richtig toll. Wir haben einen Induktionsherd eingebaut und das nicht ohne Grund. Das erzähle ich gleich nochmal. Und ja, unser Waschbecken. Ja, dann haben wir hier noch unseren Waschbereich. Da kann man die Zahnbürste reintun, Cremes und so weiter. Alles, was man so an Kosmetikprodukten braucht. Und hier ist ein kleiner Spiegel. Hier kann man Küchenrolle oder Klopapier zum Hände abwischen. Ja, seit 2015, 16 rum entwickeln wir auch Apps. Wir haben 3 Apps, die mehr oder weniger gut laufen. Eine läuft sehr gut, die anderen beiden, naja. Und eine davon ist zum Beispiel Spotadvisor Surf Forecast, eine App, wo man so Wellenvorhersage sehen kann für Surfer. Das verbinden wir natürlich auch mit dem Reisen, wenn wir jetzt an irgendwelchen Surfspots sind, dann können wir da Werbung machen, dann können wir da mit Surfschulen zum Beispiel reden, unsere App vorstellen, fragen, ob die Surfschulen nicht die App an ihre Schüler empfehlen können, etc. So Kooperationen halt eingehen.
So kann man auch gut das Reisen mit der Arbeit verbinden. Ja, während der Corona-Zeit konnten wir ein Jahr nicht nach Südostasien reisen. Wir sind ja immer mit Rucksack losgegangen. Dann hatten wir uns überlegt, okay, bauen wir uns einen Van aus und ja, da können wir uns zumindest in Europa bis rund auf die Kanaren mitbewegen und dem Winter in Deutschland entfliehen. Einen Winter haben wir dann auch auf den Kanaren verbracht, noch ohne Van, haben uns dort aber ein Van, also Minivan zugelegt, einen gebrauchten alten, und den auch dort ausgebaut und sind mit dem zurück nach Deutschland gefahren. Und der ist leider Geschichte, der hat es nicht überlebt. Und dann haben wir uns ein bisschen was Größeres gekauft, einen Sprinter, der ist 6 Meter lang und ja, hat Stehhöhe quasi, für mich 1,90. Ja, den hast du ja fast ganz alleine in 4 Monaten. Drei Monaten habe ich Letztes den Jahr. fast alleine ausgebaut. Meine Eltern haben ein bisschen geholfen, du hast ein bisschen geholfen. Und dann sind wir diesen Winter damit auch schon rumgefahren und wollen jetzt, also jetzt haben wir ja gerade Frühling in Deutschland oder Frühsommer. Den Sommer verbringen wir wieder hier. Aber im Winter wollen wir dann damit auch 5, 6 Monate wieder Richtung Süden, eventuell auf die Kanaren, um dann im Bus zu leben und zu arbeiten. Hier habe ich so die Transportösen angemacht, die eigentlich unten in der Bodenplatte waren. Hier waren sowieso Schrauben von dieser Führungsschiene von der Tür. Und ja, hier kann man immer gut Dinge aufhängen mit Klammern. Dieser Schrank hier, da verläuft ein Longboard drin. Das geht hier so an der Wand entlang. Und unser Stauraumschrank, der ist hier auch so schräg, die Rückwand, wie man sieht, weil hier innen drin auch noch ein Shortboard verstaut ist. Und es war halt wichtig, dass wir die Boards und die Fahrräder nicht draußen dran haben, sondern das sollte alles im Van sein. Bei unserem alten Van hatten wir die Boards immer oben auf dem Dach mit Spanngurten fest. Ja, und wenn man dann mal irgendwie einkaufen gegangen ist oder so, dann hat man immer ein ungutes Gefühl gehabt, dass einen die Dinger nicht vom Dach klauen. Deswegen war uns wichtig, dass hier wirklich alles im Van ist, Fahrrad, Boards. Und dann sieht man von außen auch nicht direkt, dass es ein Camper ist. Ja, dann haben wir noch ein paar Schubladen für Krimskram, für Besteck und da ist gerade nichts drin, Süßigkeiten und Töpfe. Hier ist, das finde ich auch sehr, sehr praktisch, den Müll platziert mit dieser selbst aufgehenden und selbst schließenden Klappe, was wirklich ein perfekter Platz ist, weil man ist ja meist hier auch am Schnibbeln und machen und dann kann man einfach die Klappe, zack, rein, fertig. Wir haben hier noch so kleine Regale für Gewürze und Öle zum Kochen. Hier haben wir unseren Kühlschrank. Das ist ein ganz normaler Haushaltskühlschrank, der mit 230 Volt läuft. Und wir haben uns gegen ein Eisfach entschieden und das haben wir auch noch nicht gebraucht. Also das ist perfekt so. Also ich komme jetzt mal da zu unserem Schlafbereich und zwar das ist auch eine ganz, ganz tolle Konstruktion. Wir sind beide etwas größer, deshalb brauchen wir auch ein bisschen mehr Länge. Und da hat es so ein ausziehbares Bett konstruiert. Dieser Lattenrost, der geht halt in 1 über, den lässt sich super leicht rein und raus schieben. Und dann kommt einfach die Matratze rüber und fertig ist unser Bett. Wir haben hier noch aus Thailand so eine kleine Lampion Lichterkette uns besorgt und macht die an und schon ist es mega gemütlich. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, dass wir uns für eine Induktionsherdplatte entschieden haben. Wenn man hier drauf kommt, kann nichts passieren. Also es wird nicht heiß, egal wenn Steven auch mal seinen langen Fuß hier raushängen lässt und auf die Antaste kommt, wird es trotzdem uns nicht die Bude abfackeln. Und jetzt zeige ich dir mal, wie schnell es wieder einzuschieben ist. Schieb das Bett einfach so schnell rein.
und dann kann es losgehen. Ähm, ja, ich will nicht sagen, wir gehen uns aus dem Weg, aber wenn wir in Deutschland sind, dann sind wir schon sehr eigenständig. Also wir haben ja keine festen Arbeitszeiten. Wir können ja arbeiten, wann wir wollen. Und wenn Vicky jetzt von einem Fotoshooting oder auf einem Fotoshooting ist und danach zum Beachvolleyballtraining fährt, macht sie manchmal abends noch Bildbearbeitung. Da bin ich aber schon mit meinem Programmiererjob, sage ich mal, durch und bin schon beim Pokern oder wo auch immer. Da hat jeder so eigene Hobbys und wir sind ziemlich selbstständig und da geben wir uns eigentlich nicht auf den Geist. Klar, gibt manchmal Stress, aber den gibt es ja überall. Ja, auf Reisen, also klar, wir hängen 24 Stunden aufeinander, wir surfen nun auch beide sehr gerne. Vicky macht Yoga, das mache ich nicht. Also da ist sie manchmal 2 Stunden, 3 Stunden allein beschäftigt oder geht auch mal Radfahren. Ja, ich gehe oft auf Radtour und so, gucke mir gerne die Umgebung an. Ich kann mein Mountainbike leider nicht mitnehmen, weil hier nur ein Fahrrad reinpasst. Dafür 2 Surfboards. Wir mussten uns entscheiden, entweder 2 Räder oder 2 Boards mitnehmen und wir haben uns dann natürlich für 2 Boards entschieden. Deswegen kann immer nur einer mit dem Fahrrad los, aber ja, so geht man sich auch mal unterwegs aus dem Weg. Obwohl wir halt auch so gut können miteinander. Es gibt schon mal Situationen, da merkt man, ja, jetzt muss man mal Luft holen oder so, aber so allgemein sind wir schon recht harmonisch. Sonst hätten wir keine 20 Jahre durchgehalten. Genau, das ist schon ein bisschen altes Ehepaar. Genau, wir haben hier noch 2 Schränke. Die haben wir jetzt immer genutzt für unsere Klamotten. Sind völlig ausreichend, also mehr nehmen wir auch nicht mit und brauchen wir auch nicht. Was gibt's noch? Unsere Dachluke vielleicht, was auch noch interessant ist. Wir haben hier 2 Ventilatoren und zwar über diese Leiste hier können wir da einmal die Ventilatoren separat an- und ausschalten. Der eine Ventilator zieht die Luft raus und der andere Ventilator zieht die Luft rein. So haben wir eine gute Umluft, auch beim Kochen. Da geht direkt der Gestank raus. Ja, und hier über diese Leiste kann man auch separat noch die Pumpe an- und ausschalten fürs Wasser. Das ist auch gut, weil wenn man nachts dann mal irgendwie doch an diesen Hebel kommt, dann läuft uns nicht das Wasser hier in den Van rein. Also wenn ich hier mal den Schalter anmache, da ist die Pumpe an und dann kann man hier. Dann haben wir hier noch 2 andere Schalter. Das eine für das Licht vorne und noch für das Licht hinten. Das flackert schon. Unsere Stromversorgung haben wir hier ein paar 230 Volt Steckdosen installiert. Hier zum Beispiel für unseren Laptop und hier im Küchenbereich, im Schlafbereich, wenn man hier mal den Wasserkocher anschaltet. Und wir haben hier unten noch eine. Zum Beispiel da haben wir so einen Heizlüfter. Da kann man auch mal ein bisschen Wärme reinbringen, wenn es mal die Nächte ein bisschen zu kalt ist. Und dann haben wir noch verschiedene USB-Steckdosen. Einmal hier an dem Tisch und jeweils einmal rechts und links beim Schlafplatz des jeweiligen. In der Anfangszeit war das Geld immer knapp. Wir haben uns damals schon von der ersten Reise an ein Tageslimit von 50 Euro gesetzt. Klar, man gibt mal an einem Tag 70 Euro aus, weil man jetzt eine Fährfahrt hatte oder so, aber dafür hat man halt davor 3 Tage nur 40 ausgegeben oder so. Also im Durchschnitt geben wir 50 Euro pro Tag aus. Das heißt, wenn wir jetzt in Asien zum Beispiel mit dem Rucksack unterwegs sind, kostet uns das 1500 Euro zusammen mit allem, Unterkunft, Travel, Essen etc. Und dann kommen Flüge hinzu, das heißt, ja, so 3-Monatstrip, der kostet dann so um die 6000 Euro immer. Also gar nicht so viel, wie man meint. Wenn man ein bisschen Low Budget reist, so wie wir das halt immer tun. Und wie gesagt, in der Anfangszeit war es knapp, da
haben wir wirklich immer gearbeitet und gespart, bis das Geld da war, so 7.000, 8.000 Euro. Und wenn man dann nach Hause kam, dann hatte man nur noch einen klitzekleinen Puffer. Ja, das ist unsere Garage. Da haben wir hier einmal unsere Elektrik. Wir haben eine selbstgebaute 310 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Batterie. Habe ich Einzelteile aus China bestellt und selbst gebaut. Dann haben wir hier unseren Solarladeregler und Wechselrichter. Der macht 1500 Watt Dauerleistung und 3000 Watt in der Spitze. Ja, ein Ladebooster. Landstromanschluss hätten wir hier auch noch, haben wir aber noch nie gebraucht. Wir haben 450 Watt Solar auf dem Dach und sind damit eigentlich völlig autark. Ja, daneben passt das Fahrrad. Das ist hier an so einer Halterung festgemacht. Hier haben wir Schubfächer mit Werkzeug und allen möglichen Krempel. Hier hängen unsere Neos. Jetzt hängt hier nur einer, weil wir gerade nicht unterwegs sind. Mit so einer Abtropfschale, Yogamatte. Ja, und hier ist wie gesagt das Longboard. Das geht halt hier an der Wand lang bis nach vorn. Und hier daneben könnte man jetzt auch noch ein Shortboard stellen. Da die Tasche fest mit dem Wagen verbunden ist, kann man das Board jetzt hier so einfach rausziehen. Und ja, wenn man dann vom Surfen kommt, kann man es genauso leicht auch hier wieder reinschieben. Ja, hier haben wir noch unsere Tarp. Da habe ich so 3 Ösen oben auf dem Dach festgeklebt. Da kann man die Tarp dran machen und dann haben wir quasi so ein Vordach. Und hier haben wir noch unsere Hängematte, die hängen wir meistens in unsere Schiebetür und können da noch so ein bisschen chillen. Dank Corona haben wir jetzt auch noch mal diese Art von Reisen für uns entdeckt. Sonst hätten wir wahrscheinlich den Van nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, damit mal eine lange Reise zu machen, so 3, 4 Jahre bis nach Neuseeland letztendlich runter, mit Verschiffen dazwischen natürlich. Auf neue Abenteuer. Tschüss. Tschüss.